Sometimes the world will move you. Push, pull, there ain't no choosing. You were born to the lights of return. Sometimes the mind. Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder hier mit dabei seid. Heute bereiten wir vegane Frühstücksideen vor. Und ich habe so meine 2, 3, 4 Favorites, die ich probiere immer so ein bisschen gerne rum. Aber eins habe ich noch nie ausprobiert und das möchte ich mit euch gemeinsam ausprobieren. Und zwar sind das Scrambled Eggs, Tofu Scrambled Eggs. Also es ist Rührei in vegan und darauf bin ich schon richtig gespannt, wie das schmecken wird. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video und vielleicht ein paar coole Inspirationen. Wenn ihr etwas nachmacht, schickt sie mir gerne auf Instagram und lasst uns starten. Lasst uns mit der ersten Frühstücksidee anfangen. Und zwar sind das unfassbar fluffige Pancakes. Ihr braucht dafür 250 Gramm Dinkelmehl, 50 Gramm Rohrohrzucker, 250 Milliliter Mandeldrink, Kokosöl zum Braten, 2 reife Bananen, ein Päckchen Backpulver und Agavendicksaft zum Süßen und eine Prise Salz. Als erstes schält ihr die 2 Bananen und vermatscht sie dann mit einer Gabel. Danach gebt ihr alle Zutaten zusammen in eine Schüssel. Jetzt könnt ihr euch eure Pfanne schnappen und etwas Kokosöl reingeben und dann immer so kleine Portionen in die Pfanne geben. Lasst sie dann etwas brutzeln und wenn sich so kleine Bläschen bilden oben, dann könnt ihr die Pancakes umdrehen und schaut euch mal diese fluffigen Pancakes an. Die sehen so unfassbar lecker aus und die schmecken auch super lecker. Und zum Schluss habe ich dann noch etwas Agavendicksaft und Beeren raufgegeben und et voilà. Eure Pancakes sind fertig. Die nächste Idee ist wirklich so super schnell gemacht und das ist einer meiner Favorites und zwar der Chia Schokopudding. Ihr braucht dafür 60 Gramm Chiasamen, 300 Milliliter Mandeldrink, 2 Esslöffel Backpulver und für das Topping nehme ich immer gerne Cashewkerne und Beeren. Als erstes nehmt ihr euch eine Schüssel oder ein Glas und wiegt die 60 Gramm Chiasamen ab. Danach kommt der Mandeldrink und der Backkakao hinzu. Alles gut umrühren und dann kommt das so für circa eine Stunde alles in den Kühlschrank. Ich mache es aber auch immer gerne, dass ich es einfach über Nacht im Kühlschrank stehen lasse, sodass ich es am Vortag vorbereite. Wenn der Chia-Pudding fertig ist, serviert ihr ihn nur noch in eine Schüssel mit ein paar Cashewkernen und Beeren und fertig ist euer Chia-Schokopudding. Das nächste Rezept ist das Tofu Scramble oder Rührei in vegan. Dafür braucht ihr 400 Gramm Naturtofu, Olivenöl zum Anbraten, Salz und Pfeffer, 8 Esslöffel ungesüßter Sojajoghurt, etwas Spinat, eine Zwiebel, Schnittlauch, paar Tomaten und noch Paprikapulver. Als erstes habe ich den Tofu so auseinandergepflückt, sodass kleine Stückchen entstanden sind. Dann habe ich die Zwiebel schön klein geschnitten. Ich bevorzuge eher rote Zwiebeln. Ich finde, die schmecken noch mal etwas intensiver. Aber seid ihr Team weiße Zwiebeln oder rote Zwiebeln? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Dann noch ein paar Tomaten schneiden und zum Schluss den Schnittlauch klein hacken. Jetzt können die Zwiebeln mit etwas Olivenöl in eine Pfanne angebraten werden. Sie sollten dann zum Schluss etwas glasig sein. Dann sind sie nämlich perfekt und daraufhin kann dann der Tofu hinzukommen und der wird erstmal etwas angebraten mit den Zwiebeln zusammen. Nach ein paar Minuten würze ich alles nochmal mit Salz und Pfeffer und etwas Paprika und ja, macht das immer so ein bisschen nach Geschmack. Hinzu kommt dann noch etwas Spinat. Ich habe das ehrlicherweise so ein bisschen nach Gefühl gemacht, also einfach so eine Packung reingegeben. Ich liebe diese Kombi und brate dann auch hier alles wieder schön zusammen an. Und nach ein paar Minuten gebe ich dann den Naturjoghurt hinzu. Der Naturjoghurt sorgt dafür, dass der Tofu noch etwas cremiger wird und die Konsistenz einem Rührei ähnelt. Und ganz zum Schluss gebe ich dann noch den Schnittlauch und die Tomaten hinzu. Wenn alles soweit fertig ist, esse ich gerne noch etwas frisches Brot mit Butter dazu. Alles nur noch hübsch servieren, da das Auge mit ist und euer veganes Rührei ist fertig. Ich bin fertig und ich bin so gespannt, wie das schmeckt. Also allgemein, das Aussehen ähnelt
krass einem Rührei. Also Optik 10 von 10 und jetzt nur noch Geschmackstest. Die Konsistenz ist 1:1 wie Rührei. Mega. Wirklich richtig lecker. Kein Spaß. Und ich habe ja kein Kala Namak Gewürz hier. Aber ich finde auch ohne dieses Gewürz schmeckt es wirklich sehr, sehr dolle nach Ei. Also voll cool. Tolle Alternative. Also es geht auch ohne Ei. Richtig gut. Als nächstes kommen die Bananen-Birnen-Muffins. Hierfür braucht ihr 80 Gramm zarte Haferflocken, 120 Milliliter Hafermilch, 3 reife Bananen, 120 Gramm Dinkelmehl, etwas Zimt, 1 Teelöffel Zitronensaft, 2 Teelöffel Backpulver und of course 2 Birnen. Als erstes schält ihr die Bananen und matscht sie dann in einer Schüssel, bis sie brei geworden sind, zusammen. Sie können aber gerne noch ein paar Stückchen haben. Ich mag das so grob etwas mehr. Danach schneidet die 2 Birnen klein, versucht es so klein wie möglich zu halten, damit sie später noch in die Muffinförmchen passen. Und dann kommen nur noch alle weiteren Zutaten in eine Schüssel und ihr mixt dann alles gut zusammen. Dann kann der Teig nach und nach in die kleinen Muffinförmchen und für 180 Grad Ober- und Unterhitze für 20 Minuten backen im Backofen. Nachdem ich sie aus dem Backofen geholt habe, habe ich sie noch mit etwas Puderzucker bestreut und dann können sie auch schon gegessen werden. Zum Schluss kommt noch das schnellste Rezept überhaupt. Hierfür braucht ihr nämlich nur 3 gefrorene Bananen, mixt sie in einem Mixer. Leider waren meine Bananen nicht ganz so gefroren, daher ist es leider ein halber Smoothie geworden. Wenn sie aber ganz gefroren sind, wird es eine schöne Eiskonsistenz. Und das schmeckt mit ein paar Nüssen und Früchten so unfassbar lecker. Und dann ist unser letztes Rezept auch schon fertig. Okay, Leute, wenn das nicht wie in einem Magazin aussieht, dann weiß ich auch nicht. Und ich verspreche euch, es schmecken alle so unfassbar gut. Ich meine, das hier ist ja das erste Rezept gewesen, was ich so neu ausprobiert habe, aber die alle kenne ich und ich liebe es. Und gleich kommt noch eine Freundin zum Brunch, deswegen ich werde auf jeden Fall hier nicht alles alleine aufessen oder vielleicht ein paar kalt stellen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr, sehr doll freuen über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch nicht Abonnent oder Abonnentin dieses Kanals seid, dann könnt ihr das jetzt auch sehr, sehr gerne tun. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis nächste Woche. Bis auf bald. Fenja.